Willkommen zu Frequent Traveler TV und die Musik spielt aus einem einfachen Grund, aber ich mache sie auch wieder sofort aus. Und zwar, ihr fragt oft, was das für eine Musik ist. Das ist Dream Miles Away. Wenn ihr es googeln wollt, könnt ihr finden. Gibt sogar, glaube ich, auf YouTube das Ganze. Wichtig an dieser Stelle, wie immer, natürlich ist es eine frisch gepresste Sendung, aber ich wollte euch die Fragen beantworten, die ihr auch unter den Kommentaren stellt. Wir haben noch genau 2 Plätze frei für das Event in Helsinki. Danach geht es nicht mehr vermehrt an die Zuschauer, sondern wir werden es in die breitere Vermarktung geben. Heißt also, wir werden das in allen Facebook-Gruppen und so weiter machen und bewerben, nur damit ihr es wisst. Was haben wir noch an Themen für uns? Discovery Airlines, die wollen streiken. Vielleicht, wenn der Tarifvertrag nach 1,5 Jahren nicht irgendwie um die Ecke kommt. Dann Starlines-Mitglieder. Lustige Geschichte. Wenn man natürlich mit einer Fluggesellschaft fliegt wie Air Dolomiti, die in der Starlines sind, hat man keine Starlines-Vorteile. Check-in, Lounge und so weiter. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, die in der Lounge drücken ein Auge zu, aber es ist halt ein Problem, wenn man jetzt bei den Freunden in München, und zwar sind das ja die City Airlines Freunde, die sind auch die Starlines. Ja, und jetzt überlegt man mal, du kommst nicht aus Los Angeles, New York, Hongkong, Kapstadt nach München geflogen, landest da so vor dich hin und connectest dann da durch und kommst dann auf eine von diesen Bumsbuden 320er, zumal es noch mehr 320er geben will. Keine Vorteile, es sei denn, du bist bei der Lufthansa Group Miles & More. Besprechen wir gleich auch das Thema. Und wir haben dann noch mal letzte Generation, die haben Razzien. Gott sei Dank, vielleicht bevor sie sich auflösen, ne, dass man noch mal gucken kann, was da Phase ist. Dann haben wir natürlich noch das Thema Hagel. Alexis von Hönsbruch, unser ehemaliger CEO bei Austrian, mit dem wir auch ein Event in Wien hatten, hat Probleme mit WestJet. Die haben ein Problem mit Hagel. 10% der Flotte gegroundet. Und wir wissen ja alle, wie so ein 380er, gut, die haben keine 380er, aber die haben eine 787 und so weiter, Hagelschäden haben und haben zum Beulendoktor müssen. Gucken wir uns an, 10% der Flotte am Boden. Dann haben wir auch Gewitter in München gehabt und jetzt kommt wieder ein 380er, der nach München, nicht nach München geflogen ist, sondern nach Stuttgart. Jo, da geht das los. Und wir haben als letztes Thema Allegris. Werbegesicht Dirk Nowitzki. Guckt es euch selber an. Ihr könnt wie immer an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und unterstützt es, wie ihr es immer getan habt. Danke dafür. Die heutige Sendung können wir dann auch direkt starten. 3 Minuten 2. Ich habe wieder beim Intro so lang gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel gesabbelt habe. Aber das erste Thema ist Discover Airlines. Da ist es halt so, dass die Gewerkschaften jetzt keinen Bock mehr haben, denn die Vereinigung Cockpit und die UFO, die da am Start sind etwas pisst, um es mal so zu sagen. Das sind jetzt meine Worte. Denn es ist so, dass die Kabinenvertretung Tarifabschlüsse des Lufthansa-Ferienfliegers mit der Konkurrenzgewerkschaft Verdi wittern. Und Verdi hat ja auch gerade Abschlüsse gemacht. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn Discover Airlines dupierte halt die Vereinigung Cockpit und UBO. Nach übereinstimmenden Informationen aus Gewerkschaftskreisen ist es so, dass man mit der Verdi Abschlüsse machen will. Finde ich auch äußerst spannend. Und natürlich will niemand das bestätigen, aber es ist halt wirklich so, dass sie es auch nicht dementieren. Und wie wir alle wissen, wenn es nicht bestätigt wird, wenn es nicht dementiert wird, Antwort hört sich übrigens wie folgt an, damit ihr wisst, wie sich weder bestätigen noch dementieren anhört. Ziel bleibt aber eine zeitnahe Tarifierung. Jo, so sieht das aus. Ja, das Tauziehen ist jetzt schon 1,5 Jahre um diese Gehälter und die ganzen Themen, die da drumherum sind. Und man hat natürlich nicht diese Vorarbeit gebracht, wenn man dann auch nicht die Früchte erntet. Und das ist halt das, was die Vereinigung Cockpit sagt. Also die sind dann natürlich pisst, dass da eine Gewerkschaft wie die Verdi ist, die denen versucht, die Butter vom Brot zu nehmen. Glaube ich, so heißt das, ne? Oder heißt das das Mett vom Brot? Egal wie, auf jeden Fall fühlen sie sich betuppt. Und
Harry Jäger, Leiter Tarifpolitik der Kabinengewerkschaft, sagte dem Spiegel, uns bleibt denn nur der Weg, einen Tarifvertrag zu erstreiken, denn für eine Auszählung, wer die meisten Mitglieder hat, ist es zwingend nötig. Ja, das ist halt wirklich so, dass es natürlich, wenn es Gewerkschaften gibt, die parallel um dieselben Leute buhlen, die Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder hat, die ist die quasi den Most zum Bartel-Most, ich weiß nicht, ihr wisst ja, wie es ist, auf jeden Fall Veranstaltungsleiter sind in der Geschichte. Und damit ist es halt wirklich so, dass man nicht halt Parallelabschlüsse hat, sondern halt wirklich die stärkste Gemeinschaft hat. Was macht ja auch Sinn, dass man dann nicht irgendwie eine Gewerkschaft hat, die dann irgendwie 5 Mitglieder hat und dann müssen die anderen 1000 Leute sich danach richten. Und das geht ja nicht. Also es ist halt wirklich so, dass die Cockpit die Gehaltsforderungen bereits in eine Tabelle gegossen hatte und Discover Airlines wendet diese ja auch centgenau an, interessanterweise. Also insofern, wo ist das Problem, die Scheiße auch zu unterschreiben? Das ist jetzt meine Meinung. Und mit dem einen oder anderen gewerkschaftsdominierten Betriebsrat. Also man ist daher richtig sauer. Auch bei der Pilotenvertretung ist man zuversichtlich, ein direktes Kräftemessen mit Verdi zu gewinnen. Discover-Piloten sind mehrheitlich in der Vereinigung Cockpit. Und die Gewerkschaft lässt das natürlich die Leute in dem Memo wissen. Ja, ich bin mal gespannt, was passiert und wie das weitergeht. Aber es ist halt wirklich interessant, wie die Lufthansa mit allen Mitteln versucht, da wieder halt alle gegeneinander auszuspielen, um selber einen Vorteil zu haben. Nur am Ende werden sie wahrscheinlich wie immer den Kürzeren ziehen, weil wenn die streiken und wenn die vor Gericht ziehen und sagen, nee, das gilt nicht, dann haben sie ja genau dasselbe Problem. Manchmal habe ich ja auch das Gefühl, dass sie halt gewisse Themen gar nicht besprochen oder beendet wissen wollen, dass das für die halt irgendwie so ein Spaß ist, so nach dem Motto, man braucht die Action. Ne? Also ich will ja jetzt keine Vergleiche ziehen. Wir lassen es jetzt einfach dabei stehen. Wir haben ja auch mit den Freunden von den Klimakriminellen, Klimaterroristen, Klimahysteriker, wie ich sie nenne, die haben jetzt eine Razzia hinter sich und die hatten ja auch Störaktionen an verschiedenen Flughäfen gemacht. In Hamburg, ich glaube, war in Hamburg, wo sie mit dem Fahrrad erwischt worden sind. Wer radelt so früh morgens durch den Wald und durch die Wiesen um Fuhlsbüttel herum und hat dann zufällig auch Sachen mit, um den Zaun kaputt zu machen. Also insofern ist es so, dass man die dann halt jetzt mit Razzien bedient hat und die Mitglieder in Berlin wurden besucht und die Polizeisprecher sagten der deutschen Presseagentur, dass es auch Durchsuchungen gab in Freiburg, Halle, Leipzig und in Mannheim. Interessant. Und wichtig ist, von friedlich Protestierten durchsucht, man hat auch DNA-Proben genommen. Ja. Und die Polizei hat um 6:30 Uhr früh die Räume gestürmt. Die Maßnahme erfolgte auf Intention auf Antrag der Staatsanwaltschaft Francoforte am Main. Also da, wo auch Schaden entstanden ist. Und weitere Details wurden leider nicht genannt. Betroffen sind halt 8 Mitglieder, die sich am 25. Juli an der Störaktion am Frankfurter Flughafen in Frankfurt, wo sonst, beteiligt hatten. Und damit ist es halt wirklich so, dass man den Betrieb zwar für Stunden dort lahmgelegt hatte, aber das hat wohl jetzt Konsequenzen gehabt und man ist da ja auch nicht mehr mit lustig unterwegs. Interessant ist auch, nach früheren Angaben der Polizei in Frankfurt hatten sich 4 Männer, 2 Frauen und 2 nicht-binäre Personen im Alter von 20 bis 44 Jahren an der Aktion beteiligt. Ich hatte übrigens auch überlegt, dass ich mich als Frau identifiziere, weil Frauen haben eine längere Lebenserwartung. Ich glaube 81 Jahre Frauen, 77 Männer. Irgend sowas in der Richtung. Ansonsten bin ich ein Purple Pinguin. Aber das ist ein anderes Thema für den Stammtisch. Ja, ein Thema, was genauso spannend ist Discover Airlines, die ja auch keine Starlines-Vorteile geben, aber in dem Fall geht es wirklich nicht um die, sondern um City Airlines, denn die Flieger haben da ein Riesenthema. Wenn man bei Lufthansa Senator oder so weiter ist, hat man da kein Problem, aber die sind halt seit 41 Tagen ungefähr, 41, 42 Tagen unterwegs. Und man merkt dann einfach, wenn man dann kommt und man hat dann so ein Türkengold, man hat ein SAS Euro Bonusgold, solange man noch Starlines ist, das ist ja jetzt quasi in den letzten Zuckungen, dann hat man keine Vorteile.
Und das ist halt wirklich so, denn mit der tieferen Struktur der Preise ist es halt wirklich so, dass man darauf auch umgebucht wird, denn es sind Flüge von München nach Birmingham, Bordeaux, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln, Bonn und Manchester kommt ja auch irgendwann dazu. Und das ist halt wirklich für Vielflieger ein Riesenproblem, denn wenn man mal überlegt, dass man da keine Starlines Vorteile drauf hat, ich meine, da hat man ja auch teilweise keinen Einfluss. Was ist denn passiert mit den Leuten, die das Ticket gebucht haben? Und es war ein Lufthansa-Flug und der ist dann umgebucht worden auf diese. Und damit ist es so, dass man jetzt wirklich auch Gespräche mit der Miles & More sucht, nein, also mit der Lufthansa Group und Miles & More, dass man da das ändert. Aber ich weiß nicht, warum man da nicht vorher drauf kommt. Also das ist dann immer wieder so eine lustige Geschichte, wo man dann einfach irgendwie solche Sachen vergisst, verdrängt oder überlegt, hätten wir mal vorher machen sollen. Und man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass Vielflieger diese Vorteile wie Priority Boarding, mehr Gepäck, Check-in Business Class, Lounge und so weiter auch irgendwie stillschweigend trotzdem bekommen. Das ist auch das Mindeste in meinen Augen. Aber es kann halt nicht sein, dass man da, ich sag jetzt mal, short gechanged wird. Weil am Ende des Tages für den Kunden sieht's aus wie ein Lufthansa-Flug und das soll es ja auch. Das heißt also, wenn man nicht mal auf die Außenhaut guckt, dann denkt man ist Lufthansa. Und ich bin mal gespannt, was da dann passiert. Interessant ist natürlich auch, dass das eigentlich ja nur ein Wetlease sein sollte in irgendeiner Art und Weise. Heißt also, dass man, wie bei der Cityline oder sowas, dass man da halt, da dann halt den Leuten die Vorteile gibt, damit wäre es da. Also ich weiß nicht, was der Käse soll, aber das ist wahrscheinlich auch Teil der Kostenstrategie, weil es natürlich Kosten verursacht und diese Kosten sind dann natürlich billiger. Gibt auch keinen Fast-Track mit denen. Also insofern ist es doch wirklich so, dass natürlich dann, wenn Lufthansa draufsteht, leider Lufthansa nicht drin ist. Aber ich will jetzt nicht schon wieder das nächste Video machen, warum die Leute mit Lufthansa unzufrieden sind. Man könnte ja rein theoretisch jeden Monat eine neue Geschichte erfinden. Und das ist halt wirklich ein absolutes Thema für mich, da vielleicht nochmal ein Nachfolgevideo zu machen. Wenn ihr übrigens Probleme habt, Sorgen, Ängste oder Nöte, könnt ihr euch gerne an mich wenden, so wie es viele machen. Mache ich Telefonate mit euch und bespreche die Themen. Und vielleicht könnt ihr auch mal in die Sendung kommen. Ich mache gerne eine Sendung extra. Ich muss mal gucken, ob der Kollege, mit dem ich mich heute auseinandersetze, schon auseinandergesetzt habe. Ich habe noch einen Call danach. Ob wir da eine eigene Sendung machen, dass er mal seine Geschichte und seine Sicht erzählen kann, weil das ist ja immer interessant, wenn man mal von solchen Einzelfällen hört und dann feststellt, ist kein Einzelfall. Was auch kein Einzelfall ist, ist das Thema Hagelschauer. Wir hatten das ja bei der Lufthansa, bei den 380ern. Die hatten ja auch in Teruel Hagelschaden und hatten halt Beulendoktor und das war relativ aufwendig. Und wir wissen ja selber, dass Airbus, als er die Flugzeuge zurückgekauft hat, ein paar Millionen weniger zahlen mussten wegen den Beulenschäden. Und genau das ist jetzt das Problem, dass man extremes Wetter hat in Calgary am Montag und da gab es auch Hagelschauer und WestJet hatte eine Flugzeuge gehabt. 10% der Flotte befinden sich aktuell am Boden, weil die Flugzeuge bei dem Hagelschauer zu Schaden gekommen sind. 248 Flüge mussten gestrichen werden. Nach der Sicherheitsbewertung hat WestJet festgestellt, dass 16 ihrer Flugzeuge die 10% der gesamten Flottenkapazität ausmachen. Vor der Wiederinbetriebnahme umfangreiche Reparaturen und Inspektionen benötigen. So, das heißt also 84 Flüge wurden gestrichen am Mittwoch, am Dienstag 106 und am Montag 58. Das läppert sich dann natürlich durchaus zusammen. Das Problem ist, dass erst wenige Minuten vorher, also etwas weniger als 30 Minuten vorher, die Richtung des Hagelschauers bekannt wurde und dass das auf den Platz geht. So, wir sind unsere Mitarbeiter sehr dankbar, dass sie schnell gehandelt haben, wobei die Sicherheit an erster Stelle stand und der Schaden an unserer Flotte, unserem Betrieb so gering wie möglich gehalten wurde. Auch eine Aussage. Es sind natürlich weitere Unregelmäßigkeiten, die dann natürlich damit einhergehen, wenn so viele Flugzeuge fehlen, 16 Stück. Und 22 Flugzeuge waren am Boden, 4 sind in den Hangar gebracht worden, 2 sind inzwischen nach den leichten Schäden wieder repariert worden. Und wie wir alle wissen, ist ein Hagelschaden auch nicht mit zu spaßen, weil natürlich so viel wie die Haut beschädigt ist, also die Außenhaut des Flugzeuges, muss man halt entscheiden, flugfähig, getaped, was da gemacht werden muss, wann es repariert werden muss. Das sind alles Entscheidungen und ihr wisst, wen ich meine, die ihr mit wart bei Lufthansa in der Technik, die wissen natürlich, was da genau passiert. Also es ist durchaus interessant. Und das ist leider nicht so einfach, weil es ist wirklich so, wie lang ist der Schaden von Höhe, Breite und vor allem wie tief.
An welcher Stelle ist er an einem Spanten? Also all solche Sachen. Ist er bei den Nieten? Also das sind viele Themen, die dort berücksichtigt werden müssen. Deshalb ist das nicht ganz so einfach. Und bei Kohlefaser ist es fast noch schlimmer, wenn man ehrlich ist, weil da noch mehr Sachen beachtet werden müssen. Wir sind jetzt bei der Beachtung für Allegris. Und zwar ist es bei Allegris so, Lufthansa hat einen Werbepartner, Dirk Nowitzki, Basketballspieler seines Zeichens. Und ihr seht das Video, was hier abläuft, und ihr könnt euch euren eigenen Reim dazu machen. Und das ist so, dass man jetzt halt wirklich das Werbegesicht dazu hat und mit ihm das auch macht. Und er war ja auch auf dem Erstflug mit dabei. Und der ehemalige NBA-Spieler hat halt wirklich jetzt diesen Imagefilm gemacht für Lufthansa. 46 Jahre ist er alt. Und was macht er? Natürlich den extra Long Seat, den 2,20 Meter langen Sitz. Und damit ist es halt wirklich so, dass es bei dem Werbevideo natürlich auch um die Klassen geht und Premium Economy und so weiter. Swiss Austrian werden die ja auch eingebaut, und es sind Frequenzen Allegris First Class zu sehen, die jetzt ab September auch eingebaut werden soll. Heißt also, dass die mittleren Suiten mit 2 Passagieren doch läuft. Ich bin mal gespannt, wie das wirklich angenommen wird von den Kunden. Und ich bin mal gespannt, wann das 6. Flugzeug mit allen 4 Serviceklassen kommt. Das soll ja bald kommen, der A350-900 nach München. Man muss natürlich mit Allegris, dem Lebensgefühl, in Frankfurt ein bisschen warten, weil München bevorzugt wird. In Frankfurt kommen die Flugzeuge im Moment noch nicht an Land. Und man muss halt wirklich gucken, welche Ziele das sind. Shanghai, San Francisco werden wohl Ziele sein, die mit der Allegris ausgestattet sind. Und es kommen ja jeden Monat eine Maschine dazu, also sollten das Ende des Jahres 10 Stück sein. 2025 kommen dann die verspäteten Dreamliner mit Allegris nach Francoforte. Das heißt also, die Dreamliner sollen dann auch ausgeliefert werden. Und First Class gibt es nicht. Aber die 777X 2026, also ihr seht, Frankfurt, da passiert was, da geht was, da kommt was in Schwung. Ihr könnt jetzt 2 Dinge beantworten. Wir haben jetzt die Fragen des Tages. Und zwar sind die Fragen des Tages ganz einfach. Ich habe sie nicht vergessen. So, jetzt haben wir die Zeit eingetragen. Und zwar, wie wichtig sind euch Starlines Statusvorteile in Bezug auf Air Dolomiti, auf zum Beispiel Lufthansa City Airlines, so heißt unser City Airlines. Da könnt ihr was zu schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Und natürlich auch zur Allegris. Passt das Werbegesicht? Was assoziiert ihr mit dem Herrn Nowitzki und der Allegris? Werdet ihr mit der Allegris fliegen, weil Dirk Nowitzki damit fliegt? Das sind die 2 Fragen. Und der Song kommt jetzt auch gleich, und dann gibt es für euch den Abspann. Also macht's gut, bis morgen in alter Frische. Danke, dass ihr heute dabei wart. Denkt an das Event in Helsinki. Ich bin übrigens gerade im Hilton. Stunden hin. Hübsch. Gleich noch ein bisschen Sauna, ein bisschen Schwimmen. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber vorher eine halbe Stunde Lounge. Also bis dann, ciao, ciao, und jetzt wirklich abspannen.